Hallo, ist Disney Oper aus den Disney Oper Studios mit einem Newsflash. Viele Menschen aus Europa und der Welt können momentan nicht nach Paris reisen. Die Île-de-France, die Region, in der das Disneyland Resort Paris liegt, ist rote Zone bzw. als Risikogebiet eingestuft. Obwohl in den Parks alles Menschenmögliche getan wird, um die Hygieneregeln einzuhalten und bestmöglich umzusetzen, muss man aufgrund der Nähe zu Paris mit den aktuellen Einschränkungen umgehen. Da viele Besucher, beispielsweise aus Belgien, gar nicht mehr in die Region reisen dürfen oder Besucher aus Deutschland im Anschluss in Quarantäne gehen müssen, gibt es auch aus anderen Ländern diverse Reisewarnungen. Und die Parks werden immer leerer. Da jetzt die französischen Ferien vorbei sind und somit auch die heimischen Besucher ausbleiben, werden die Öffnungszeiten nochmals angepasst. Ab dem 4. Oktober ändern sich diese wie folgt. Der Disneyland Park öffnet montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr, samstags sowie während der französischen Schulferien von 9 bis 20 Uhr, sonntags ist der Disneyland Park von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Extra Magic Time für Gäste der Disneyland Hotels und der beiden höherwertigen Jahreskarten beginnt um 8:30 Uhr, bleibt also erhalten. Stärkere Einschränkungen gibt es für die Walt Disney Studios. Nachdem schon über eine komplette Schließung spekuliert wurde, gibt es jetzt die Ankündigung auf noch stärker verkürzte Öffnungszeiten von 11 bis 16 Uhr während der Woche und von 9:30 Uhr bis 18 Uhr am Wochenende sowie in den französischen Schulferien. Des Weiteren werden in beiden Parks sowie im Disney Village die Öffnungszeiten der Restaurants und Shops angepasst. Die von Disneyland Paris betriebenen Shops im Disney Village werden erst um 17 Uhr öffnen und um 22 Uhr schließen. Die Restaurants von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr geöffnet haben. Eine Ausnahme ist Annette's Diner. Dieses Restaurant wird an den Wochenenden und während der Schulferien auch in der Mittagszeit geöffnet haben. Natürlich sind das harte Einschnitte für die Besucher, die viel Geld für einen Urlaub bezahlen. Man muss aber auch beachten, dass es aufgrund der wenigen Besucher auch überall deutlich schneller geht. Sowohl an den Fahrgeschäften, den Fotospots mit Charakteren und in den Restaurants hat man nur noch sehr geringe Wartezeiten und kann den Tag daher auch besser nutzen. Zu erwähnen ist auch, dass es jederzeit weitere Änderungen in die eine oder andere Richtung geben kann. Diese Änderungen wurden in Abstimmung mit den Gewerkschaften vorgenommen und gelten bis zum 31. Dezember 2020. Folgende Restaurants und Shops bleiben geschlossen. Die Restaurants Fuente del Oro, Toad Hole, Fantasia Gelati Ice Cream, Silver Spur Steakhouse, Auberge de Cendrillon, Waltz and American Restaurant, sowie die Shops Disney Animation Gallery, Kiosk Walt Disney Studios, Bixby Babies, Indiana Jones Outpost, die Stände am Bazaar, Bottega de Geppetto, Buzz Lightyear Laser Blast Photo Location, Confiserie de Trophée sowie die Shops und Restaurants in den ohnehin geschlossenen Hotelanlagen. Die Buffalo Bill Show findet bis auf Weiteres nicht statt. Es gibt noch eine weitere Nachricht aus dem Disneyland Park. Dort fällt der Dampfer Molly Brown bis auf Weiteres komplett aus. Nachdem es dort vor wenigen Tagen zu einem Brand kam, der aber von der parkeigenen Fire Rescue gelöscht werden konnte. Weder Besucher noch Castmember wurden verletzt. Da jetzt auf einen Ersatzteil gewartet werden muss, wird diese Fahrattraktion längere Zeit ausfallen. Und das war der Newsflash mit Disney Oper aus den Disney Oper Studios. Tschüss, bis zum nächsten Mal.